Wir sind jetzt weiter ins Landesinnere gefahren und zwar sind wir angekommen in Kappadokien. Und das ist wirklich traumhaft. Der Weg hier rein mit den Felsformationen, der war schon wunderbar. Und da sind wir immer tiefer reingefahren. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön hier. Es ist wunderschön, wirklich diese ganzen Felsen ausgebaut als Häuser zu sehen. Also man kann hier eigentlich überall anhalten. Ich würde sagen, man bekommt überall die Häuser hier zu sehen, wenn man hier einmal in der Gegend ist. Das hast du ja gut gemacht. Wir werden natürlich jetzt auch noch mal ins Städtchen reingehen und uns mal genauer umsehen und mal gucken, was man machen kann. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never. Die Höhlenhäuser in der Stadt Göreme finden wir sehr beeindruckend. Die Christen besiedelten das Gebiet schon im 4. Jahrhundert. Sie errichteten über mehrere Jahrhunderte Kirchen, Kapellen und Wohnanlagen, teilweise bis zu 10 Stockwerke tief. Eine der größten bekannten Anlagen konnte wohl bis zu 10.000 Menschen beherbergen. Die Stadt Göreme ist sehr touristisch, es gibt sehr viele Restaurants, Cafés, kleine Läden und Touranbieter. Wer Ruhe sucht, wird sie zumindest nicht innerhalb der Stadt finden. Wenn man möchte, hat man sogar die Möglichkeit, in einem der vielen Höhlenhotels zu übernachten. Die nächsten Tage verbringen wir auf dem Panorama-Campingplatz, wo es uns sehr gut gefällt. Der Campingplatz hat einen Swimmingpool, warme Duschen, eine Küche mit Essbereich, in der man sogar mit dem Gas vom Campingplatz kochen kann, einen Aufenthaltsraum und bietet alles zur Fähr- und Entsorgung an. Der Platz eignet sich sehr gut, um die vielen Heißluftballons, die am frühen Morgen starten, zu beobachten. Es gibt eine extra Aussichtsplattform, von wo man aus die ganze Stadt überblicken kann. Wir freuen uns schon sehr, dieses Spektakel morgen früh mitzuerleben.